Moin allerseits, ich bin Sven und ich möchte euch heute ganz gerne mal die Drama 3.0 von AMOC vorstellen. Die habe ich mir vor kurzem geleistet. Das ist noch kein Empfehlungsvideo. Ich habe es selber noch nicht in Verwendung gehabt, daher kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe viel davon gesehen und gehört. Ein guter Freund von mir hat sie selber auch und ist davon wirklich begeistert. Wie gesagt, ich selber habe sie noch nicht in Verwendung gehabt, daher einfach nur einmal ein Zeigen und noch kein, oh, ihr braucht das unbedingt oder oh, das ist super toll. Weiß ich im Moment noch nicht, da komme ich später zu. Wenn ich da schon einige Male drauf geschlafen habe, dann mache ich vielleicht nochmal ein Video und sage, so und so sieht es aus, das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Im Moment wirklich nur einmal eine Vorstellung ohne Empfehlung oder Nicht-Empfehlung. Was mir sehr gut an der Drama gefällt, was auch für mich der Hauptgrund war, sie mir zu holen. Ich bin ein großer Hängematten-Fan. Ich habe ja auch mal das Video zu der DD Hammock gemacht. Das ist auch eine großartige Hängematte, die kann ich wirklich empfehlen. Da habe ich einige Nächte drauf verbracht, die ist super und bedeutend günstiger. Was ich an der Drama ganz gut finde, dass man, das werdet ihr gleich sehen, dass man nicht so drauf liegt wie in den normalen Hängematten, sprich in dieser Bananenmulde, sondern man liegt nahezu gerade und das einfach, weil die Aufhängung eine andere ist und die ganze Konstruktion. Nachteil an dieser Aufhängung ist auf jeden Fall, dass man eine aufblasbare Isomatte braucht. Man kann sie also nicht einfach so aufhängen, auch bei warmen Nächten ist es vollkommen egal. Um vernünftig darauf liegen zu können, braucht man wirklich eine Isomatte. Am besten eine, die die Luftkammern quer hat. Es geht auch mit den Längskammern. Thermarest hat ja meist die Längskammern. Damit geht es auch, ist aber bedeutend wackeliger. So wurde mir gesagt und so ist auch die Empfehlung auf der Seite. Expert hat entsprechend die Luftkammern längs. Ich habe mittlerweile auch nur noch Expert-Matten, beziehungsweise eine Expert-Matte, eine zweite kommt gleich nochmal, etwas dünnere. Und von daher werde ich es auch nur damit testen und schauen, wie das funktioniert. Auf der Seite, wie gesagt, von AMOC Equipment wird explizit darauf hingewiesen, dass man nach Möglichkeit die Längsstreben nehmen sollte. Es ist ein ganz schönes Paket. Es ist also sehr weit von ultraleicht entfernt. Das hat damit wirklich nichts zu tun. Da würde ich eher die DD Hammock empfehlen. Die ist zwar nicht, die ist deutlich leichter vom Packmaß her auch, aber das hier ist nicht leicht. Das ist halt der Nachteil, der damit kommt. Das ist mir so als erstes aufgefallen. Zumal ich muss sagen, das ist nicht dieses Gesamtpaket. Ich habe mir nicht noch das Tarp dazu geholt. Es gibt dieses Set auch als Gesamtpaket. Dann hat man wirklich das passende Tarp dazu. Aber das wäre ein Aufpreis von, ich meine, 120 € nur für das Tarp. Und ich habe heute eine Baumarktplane mit von 2 x 3 Meter, die meines Erachtens den Dienst genauso gut erfüllen sollte und mich 5 € gekostet hat, meine ich. Deswegen habe ich die Version nicht genommen. Ich werde jetzt einfach mal aufbauen und werde dann nochmal die einzelnen Sachen so ein bisschen zeigen. Also wenn ich es jetzt aufmache, sieht man das, finde ich, ganz schön, dass der Sack direkt an der Aufhängung mit befestigt ist. Das heißt, man hat jetzt nichts hier irgendwie rumfliegen oder muss das wegpacken, sondern man hat direkt das zusammen. Die Bänder sind hier überklebt nochmal befestigt und auch das finde ich sehr schön, wenn man das so sehen kann. Das ist auch fest hier dran, also auch hier keine Möglichkeit, das zu verlieren. Sollte die Hängematte, um den richtigen Winkel zu haben, etwa auf Kopfhöhe befestigen. Das werde ich jetzt auch mal machen. Man hat hier die Karabiner. Ja, ganz schön. Das wird einfach eingeklemmt und was ich ganz gut finde, dass sie, ich weiß nicht, ob das bei der Vorgängerversion auch schon ist, das ist das 2016er Modell, da ist hier nochmal so eine Schutzlasche vor, dass der Baum einfach nicht das Metall abbekommt, sondern da nochmal geschützt wird. Ich habe mir keine Aufbauanleitung oder dergleichen angeguckt, ich mache das wirklich intuitiv, weil das ist für mich auch so ein Qualitätsmerkmal, dass wenn ich etwas aufbaue, das muss intuitiv funktionieren. Wenn ich draußen in der Schnelle, in der Eile, im Dunkeln, unter welchen Umständen auch immer, etwas aufbaue, dann möchte ich, dass das einfach schnell von der Hand geht. Ich möchte die Handgriffe, bis auf manche notwendig sind, die man üben muss, Knoten beispielsweise, aber ansonsten bei Ausrüstung muss ich die Handgriffe dazu nicht üben, sondern ich möchte einfach, dass es direkt funktioniert. Deswegen möchte ich auch, dass das intuitiv funktioniert, wenn ich das hier aufbaue. So. Ich hier gerade feststelle, wo ich mich frage, ob das normal ist, hier verdreht. Erster großer Minuspunkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich musste gerade, deswegen habe ich jetzt mal unterbrochen,
diese Aufhängung hier auseinanderfriemeln und alles richtig drin, denn es war hier oben verdreht. Das wurde falsch montiert geliefert. Deswegen teste ich meine Sachen immer ganz gerne, bevor ich sie draußen in Verwendung habe, dass solche Sachen einfach nicht passieren. Das war hier wirklich komplett zweimal so verdreht und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Stabilität wirklich ganz gut ist. Jetzt, wenn man das rausnimmt, geht es, aber das ist eigentlich nicht Sinn der Sache. Wie gesagt, das hier musste einmal hier alles rausgefriemelt werden, rausgenommen und dann konnte ich das in sich einmal wieder richtig drehen. Das ist also bei der Montage definitiv falsch gemacht worden. Das ist echt ein großer Minuspunkt. Das darf bei dem Preis nicht passieren. Das Ding ist schweineteuer und da sind solche Fehler einfach nicht zu tolerieren, meiner Meinung nach. Ich bin da sehr pingelig, wenn ich für etwas... Ich finde es okay, wenn man für Dinge viel Geld ausgibt, wenn sie dann auch wirklich das liefern, was man haben möchte. Es ist eine Kleinigkeit. Das ist jetzt beeinträchtigt auch noch nicht irgendwo die Bewertung von der Matte, von der Hängematte. Aber wenn ich einen gewissen Preis für etwas bezahle, dann erwarte ich Qualität, weil wenn ich die nicht bekomme, dann sehe ich keinen Grund dafür, den Preis zu bezahlen. Grundsätzlich finde ich die Aufhängung sehr gut. Man kann hier durch einen einfachen Zug in die Richtung kann man spannen und wenn man hier diese Schlaufen nimmt, in die andere Richtung, kann man es lösen. Es geht ein klein bisschen ruckartig zu lösen, das ist klar, weil natürlich entsprechend Spannung drauf ist und man nimmt die Spannung durch diesen Ruck. Deswegen mal festhalten sollte, sonst hat man das schnell unten. Man kann hier richtig schön geschmeidig auf Spannung bringen. Müsste eigentlich von der Höhe her gut sein. Hier oben. Schön finde ich auch, dass es wirklich alles miteinander verbunden ist und dann nichts abhanden kommen kann. Das ist also sehr angenehm. Achtet wirklich darauf, dass ihr diesen Schutz hier drunter habt, damit einfach das Metall sich nicht direkt in den Baum drücken kann. Was ich auch sehr angenehm finde, ist, dass das Mückennetz hier nochmal fixiert wird. Das funktioniert auch einfach über einen Karabiner. Hier rein raushängt. Für meine Zwecke mache ich das Mückennetz jetzt einfach mal ab. So, ab ist nicht ganz richtig, man kann das Mückennetz nicht ganz entfernen, sondern ich hier in diese Seitentasche reinstopfen. Das Ganze dann hier über den Knopf. Und das finde ich wirklich gut. Das ist sehr praktisch. Ich habe zwar selten ein Mückennetz gebraucht, habe mit Mücken kein Problem, aber es ist gut, dass man die Möglichkeit hat, das immer zu kontrollieren. Was ich nicht so gut finde, was ich schöner finde, wäre, wenn man es ganz entfernen kann. Das ist einfach, ich meine, das Ding ist wirklich insgesamt sehr schwer und Teil davon ist auf jeden Fall das Mückennetz, auch wenn es natürlich ein geringer Teil ist, aber es ist ein Teil. Es wäre ein Teil, auf den ich verzichten könnte. Kann ich aber nicht, da er fest vernäht ist. Dementsprechend muss ich das Mückennetz immer mitnehmen, egal wo und wann ich unterwegs bin. Das ist immer ein Teil der Ausrüstung. Dessen muss man sich bewusst sein. Ihr seht schon, so kann man nicht wirklich da drin schlafen. Man ahnt aber auch schon, in welche Richtung das Ganze geht. Hier hinten. Hierfür braucht man eben die besagte Matte. Wie gesagt, ich nutze dazu die Expert. Weil ich die Sachen gerne geordnet habe. Hier. So habt ihr auf der Seite hier so einen Reißverschluss. Den macht man auf. Und hier steckt man dann die Matte rein. Das mache ich jetzt schon mal. Mittlerweile hängt das gute Stück. Und jetzt kann man hier wirklich gut sehen, was die Besonderheit an dem Ganzen ist. Hier ist wie gesagt das Mückennetz drin. Hier finde ich sehr angenehm, dass der Packsack wirklich direkt verbaut ist und man hier einfach Kleinkram. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Packsack zu der Isomatte mit drin, da kann man halt sowas mit reintun. Man hat hier vorne so einen Fußsack, dass man einfach nicht rausrutschen kann und man da auch nochmal ein bisschen Schutz hat. Das finde ich ganz gut, wenn es kühler ist, weil das muss man nicht dazu sagen, die Isomatte
reicht nicht bis hier vorne. Die Isomatte reicht bis hier. Hier sieht man auch die Naht dazu. Das heißt, hier vorne haben die Füße wirklich keine Isolation durch die Isomatte. Das heißt, da sollte man sich vielleicht entweder ein bisschen Kleidung mit reinstecken oder dicke Socken anziehen oder dergleichen. Da sollte man wirklich dran denken. Was ich auch im Inneren ganz schön finde, ist, dass man hier eine Tasche hat. Das ist auf Nalgenflaschen ausgerichtet. Vielleicht sogar etwas klein für Nalgen, ja, das müsste gerade hinkommen. Die runden Nalgen wohlgemerkt, andere kriegt man da nicht unter. Aber man hat hier auch nochmal eine kleine Tasche. Man hat hier auch nochmal eine kleine Tasche. Ich bin sehr gespannt, wie es ist, sich dort hineinzusetzen. Empfohlen wird ja wirklich immer, dass man sich hier so das umklappt, da festhält und sich dann so hineinsetzt. Ja. Man liegt auf jeden Fall gerade. Das finde ich sehr angenehm. Also ich würde da wirklich empfehlen, darunter eine Plane oder was zu legen, wie bei der normalen Hängematte auch. Weil das macht die Sache ein bisschen cleaner, was das Ein- und Aussteigen angeht. Ich würde wirklich die First zur Hilfe nehmen, was das Ein- und Aussteigen angeht. Man liegt wirklich ziemlich gerade, auch ziemlich komfortabel. Man kann sich hier ganz einfach weiter einstellen. So finde ich es beispielsweise viel, viel komfortabler als anfangs. Also hier hat man jetzt wirklich so eher das Gefühl, in einem Sitz sich zu befinden. Was mir nicht gefällt, die Füße stechen wirklich sehr raus. Also man liegt hier gerade ziemlich gut, muss ich sagen. Nicht ganz so sicher und nicht ganz so komfortabel, wie ich erwartet hatte. Also ich versuche gerade für mich zu evaluieren, ob das jetzt wirklich komfortabler ist als in meiner Dedi Hammock. Und das kann ich im Moment eigentlich noch nicht sagen. Ich werde mal also seekrank darf man auch nicht sein. Man
hat natürlich so einen ziemlichen Schwung hier drin. Okay, das ist wirklich großartig. Also die seitliche Position. Die seitliche Position ist wirklich ein Traum. Jetzt noch ein Kopfkissen. Doch, hier kann man drin liegen. Aber die seitliche Position ist wirklich der Hit. Also ich bin 1,90 groß und ich muss sagen, mir ist die eigentlich schon fast zu eng. Also wie gesagt, seht das nicht als Produktvorstellung. Das ist wirklich nur ein gemeinsames Austesten. Ich lasse euch quasi daran teilhaben, wie ich selber austeste. Ich werde euch das alles noch mal ein bisschen näher zeigen. Also hier habt ihr nochmal das Aufhängungssystem. Hier vom Baum. Darüber kann man hier festzurren. Und hier, Finger rein. Ihr seht, das ist ein ganz schöner Ruck. Ja, ich zeige das einfach mal so, dass ihr mal seht. Ich baue jetzt einfach langsam Kraft auf, bis sich überhaupt was bewegt. So. Nicht schlimm, aber es ist keine Möglichkeit, das fein zu justieren. Das muss man dazu sagen. Bei mir war das hier drin verdreht. Ich musste also dies hier alles hier rausfriemeln. Das entsprechend wieder richtig drehen und dann wieder neu reinfriemeln, weil sonst war das hier so verdreht gewesen. Hier ist einmal der Baumschutz. Ich würde es immer davor machen, muss aber schon sagen, erstens, wenn man sich reinhängt, hat man hier Bewegung. Ich denke nicht, dass man hier wirklich die ganze Zeit den Schutz gewährleistet hat. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass das ganz dünn ist. Das ist schon vielleicht 1 Millimeter, vielleicht 2 Cordura. Das Metall drückt trotzdem in den Baum. Nicht direkt sofort, aber der Druckpunkt ist nach wie vor da. Das ist ganz klar. Man hat hier die Liegefläche. Hier drin nochmal die Möglichkeit, das hier zu zurren. Wenn man da drin ist, geht das verhältnismäßig schwer. Man muss also wirklich Kraft aufwenden. Daher hoffe ich, dass wirklich alles sehr gut verarbeitet ist, weil sonst sehe ich da so eine Sollbruchstelle. Auf Dauer, nicht auf kurzer Verwendung hin. Hier drin ist mit einem Knopf gesichertes Mückennetz. Ich habe das nicht rausgeholt. Ich glaube, ihr braucht nicht sehen, wie ich mit dem Mückennetz drum mache. Das könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut vorstellen. Hier ist eben dieser Fußsack. Man sieht, bis hierhin geht's. Aber nur bis hierhin ist die Isomatte. Ich habe die Isomatte von der Länge M. Aber, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche mich mal da. So. Selbst wenn ihr eine längere Isomatte habt, ist hier vorne einfach Schluss. Da. Das heißt, in Richtung Fuß bringt euch das keinen Raumgewinn, höchstens in Richtung Kopf. Dann gehen wir jetzt mal hin. So. Jetzt haben wir hier den Reißverschluss und die entsprechende Tasche dazu. Ich habe jetzt eine M-Matte drin. Man könnte aber auch noch, ihr seht bei dem Reißverschluss, den Reißverschluss, das ist alles sehr auf Spannung. Reißverschluss wäre hier auch noch die Möglichkeit für die L-Matte. Man hat hier hinten, wenn ich das hier wieder richtig rumklappe, die Möglichkeit, das nochmal abzuspannen. Das bringt dann keine Stabilität, das bringt dann einzig allein, dass das Kopfteil noch so ein bisschen, höher ist, dass man da nicht drin ist. Wie gesagt, auf der Seite ist der Packsack integriert, das ist hier fest dran genäht. Das kann man also nicht verlieren. Auf der Seite nochmal die gleiche Halterung. Aber das Problem mit meiner Größe bleibt, meine Füße drücken vorne in die Tasche. Man sieht das vielleicht, ich weiß nicht, ob das Video das zeigt, aber ich drücke vorne gegen das Material, also wirklich gegen die Spitze. Und schon
Oberhalb der Achillessehne würde ich sagen, hört die Isomatte auf. Ich kann jetzt natürlich noch weiter nach hinten rücken. Bisschen zumindest. So, jetzt ist mein Hacken nicht ganz drauf. Jetzt drücke ich vorne nicht mehr rein. Jetzt hänge ich hinten aber so ein bisschen mit dem Kopf über. Gut, ich habe jetzt auch eine kleinere Matte. Also wenn ich eine größere Matte hätte, wäre das vielleicht ein bisschen anders. Das kann man jetzt als Kritikpunkt nicht nennen. Man liegt hier so ein bisschen auf Kante von der Matte. Hier das seitliche Liegen. Ja, nicht mehr ganz so angenehm. Jetzt muss ich hier wieder anders hinrücken. Das finde ich als Beobachtungssitz finde ich das sehr angenehm. Ich jetzt so. Seht ihr, was ich meine? Ich bin nur echt keine schwache Person. Ich muss hier richtig ziehen, um das in Position zu bringen. Also am besten sollte man dieses in Position bringen, machen, wenn man nicht drin ist. Meiner Meinung nach. Ja. Das ist schon komfortabel, da kann man nichts sagen. Ist das so komfortabel, wie es für den Preis sein müsste? Nein. Bisher definitiv nicht. Also ich werde diese Matte wahrscheinlich einmal mitnehmen und unter reellen Bedingungen. Ich werde heute Nacht nicht übernachten, ich muss morgen arbeiten. Das schaffe ich nicht. Ich werde sie definitiv draußen nochmal testen, aber auch das Einsteigen und das Aussteigen finde ich als alles andere als komfortabel. Alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ein klein bisschen enttäuscht von der Matte, weil mehrere Punkte nicht so sind, wie ich sie mir gewünscht hätte. Es gibt von dieser Bauart auch noch eine Expert-Variante. Ich bin ein großer Expert-Fan, also ich habe einiges an Expert-Equipment, weil die wirklich sehr gute Sachen machen. Das soll keine Schleichwerbung sein, aber die machen wirklich gute Sachen. Da hat mir der Aufbau nicht ganz so gefallen. Das ist mit ganz vielen, müsst ihr mal suchen, mit ganz vielen einzelnen Bändern. Da ist das Einsteigen aber, zumindest von dem, was man so sehen kann, deutlich komfortabler als das hier. Finde ich, es geht. Es ist wahrscheinlich auch Übungssache. Wenn ich das jetzt 10-mal gemacht habe, werde ich sicherlich wesentlich leichter reinsteigen können. Wie ich ganz anfangs sagte, ich habe gerne Ausrüstung, die unter allen Gegebenheiten gut funktioniert. Gehen wir davon aus, ich bin total übermüdet und absolut erschöpft, dann möchte ich das schnell aufbauen können und ich möchte auch sofort reinschlüpfen, ohne dass ich mir da Gedanken machen muss oder es vorher geübt haben zu müssen. Bei der DD Hammock, das ist ein viel schnellerer Prozess, den tatsächlich aufzubauen und auch drin zu liegen. Also ich kann mich, diese Sitzposition, die man hier über die Bänder hinkriegen soll, ist eine ganz nette Idee, aber ganz ehrlich, so gut finde ich es nicht. Und zudem bei der DD Hammock kann ich mich quer reinsetzen, da habe ich genau die gleiche Funktionalität, ohne dass ich Zurbänder habe, die ich da irgendwie festziehen muss. Und was das gerade liegen angeht, wenn ich in der DD Hammock die brasilianische Liegeweise anwende, was nicht ganz geht, die ist dafür nicht ganz groß genug, es geht aber ziemlich gut, dann liege ich da drin fast genauso aufrecht, fast genauso eben, wie ich hier drin auch liege. Wie gesagt, das ist jetzt nur der erste Test, keine Empfehlung oder nicht, aber für mich ein enttäuschender erster Test. Das Tarp, wie gesagt, habe ich mir dazu nicht geholt, das sind nochmal 120 €, die dazukommen, das sehe ich dafür nicht ein, eine Baumarktplane wird es genauso tun. Die Maße kann man sich holen, 2x3 Meter kommt ziemlich hin mit den Abmessungen der Originalplane, die ist noch etwas anders geformt, weil es eben darauf zugeschnitten ist, aber das reicht vollkommen, man kann es da drüber spannen, über die Fürst und dann hat man da genauso den gleichen Regenschutz, wie man nur so auch noch hätte. Okay, ich werde erzählen, was daraus geworden ist, vielleicht schreibe ich mal einen Artikel dazu, ich glaube nicht, dass ich ein zweites Video mache, schaut also gerne mal auf meiner Homepage vorbei, outdoorminimalist.de. Wenn ich noch mehr Erfahrung damit gesammelt habe oder zum Schluss gekommen bin, ich möchte damit keine weitere Erfahrung sammeln, ich bleibe einfach der DD Hammock treu und setze dich bei eBay rein und hole mir was anderes Schönes dafür, dann sage ich euch da auch Bescheid. Wie gesagt, schaut auf meiner Seite vorbei, da kommt einfach mal so ein kleiner Artikel dann dazu. In dem Sinne, bis dann.